Wir haben uns in diesem Projekt angeschaut, wie die Bäume nach dem Sommer 2018 reagieren auf die extreme Trockenheit. Im Konkreten haben wir die Buchen angeschaut. Die Buchen haben ihr Laub früh fallen gelassen. Wir wollten wissen, ob die Buchen, die genau dieses Phänomen zeigen, sich während der Jahre wieder erholen können von dieser Trockenheit oder ob sie starke Vitalitätseinbußen haben. Bisher hat man angenommen, dass ein früher Laubfall schon im Sommer eine Prophylaxe sein kann gegen das Austrocknen eines Baums. Jetzt wissen wir, dass es eher ein Schwächesymptom ist, ein Frühindikator für eine spätere Mortalität oder Teilmortalität des Baumes. Das bedeutet also, wenn die Bäume ihre Blätter fallen lassen und dann in den nächsten 3 bis 5 Jahren teilweise absterben und dann wieder eine Trockenheit kommt, dass dann diese Hauptbaumarten, wie in diesem Fall die Buche, einfach auf diesem Standort längerfristig nicht mehr ihr Optimum erreicht. In diesem Zeitraffer sieht man 3 verschiedene Jahre. 2019, nach der Sommertrockenheit, sind viele Baumarten, viele Buchen von diesem Wald bereits zur Hälfte oder ganz abgestorben. Diese Situation der Mortalität hat sich weiterentwickelt 2020 und 2021 hat dann der lokale Forstdienst entschieden, die Bäume aus Sicherheitsgründen abzuhauen. Also wenn wir uns vorstellen, dass die Trockenheit 2018 und 2022 nur die ersten dieser Extremereignisse waren, die dann sich häufen werden in Zukunft, dann müssen wir davon ausgehen, dass in einem heutigen Buchenwald immer mehr Buchen absterben werden. Das bedeutet aber auch, dass dieser Wald längerfristig ersetzt werden muss mit neuen Baumarten. Der Mehrwert dieser Studie ist, dass wir herausgefunden haben, dass die Buche sehr verletzlich ist gegenüber Sommertrockenheiten. Das bedeutet, dass wenn die Sommertrockenheiten zunehmen, dann wird auch in diesem Bestand mit der Zeit immer mehr Buchen absterben. Und das bedeutet dann, dass die Waldleistungen gefährdet sind, die müssen irgendwie ersetzt werden. Der Wald muss ersetzt werden mit neuen Baumarten. Das können Baumarten sein, die bisher jetzt noch nicht in der Schweiz wachsen, oder es können Herkünfte sein von Baumarten, die wir kennen, die aber jetzt im Süden wachsen und trockenheitsresistenter sind. Zu diesen Themen wird an der WSL intensiv geforscht.